Today's Ride ist nicht das schnellste, das ich habe, aber das schwärzeste. Und zwar fahren wir nach Paris in insgesamt 18 Tagen. Wir werden Radl fahren und auf dem Sattel unsere Hintern platt sitzen. So, Frühstück-Check. Mädels, in 5 Minuten geht's bei mir los. Ich freue mich schon voll. Ah ja, und ich habe auch noch mal kurz recherchiert wegen Camping bei Gewitter. Das Zelt ist kein sicherer Unterstand bei einem Gewitter. Das könnte also noch mal spannend werden heute. Aber sonst suchen wir uns einfach Schutz vielleicht in der Duschkabine oder so. Auf dem Klo. In der Nacht zogen die Gewitter weiter in Richtung Bäume sind umgestürzt, abgerissene Insgesamt Äste. mussten die Einsatzkräfte mehr als 200 Mal ausrücken. Jetzt hat es natürlich gestern Nacht ultra geweht. Es fahren aktuell im gesamten S-Bahn-Netz keine Züge. Wir fahren ja Fahrrad, wir brauchen ja keine S-Bahn. Wir müssen unser Rad leider am ersten Tag schon direkt über 50 Bäume drüber heben. Morgen haben wir Muskelkater in den Armen. Hab ich alles. Meine Gemütslage schwankt sehr stark. Ich habe mich zwischendrin schon sehr, sehr gefreut. Dann kommt aber wieder der Moment, wo man sich denkt, WTF, scheiße, jetzt geht's wirklich los. Und schaffe ich das wirklich? Boah, ich bin so müde eigentlich heute Morgen noch. Und es könnte heute vielleicht noch spannend werden. Ui! Alter Schwede! Direkt vor der Haustür hast du gemerkt, okay, wow. Man hat dann gleich sofort gesehen, überall in der Stadt, wie krass dieser Sturm gestern Nacht war. It's the force of the crash inside and smash. I remember. Sind schon wieder Premium-Voraussetzungen. Abgefahren, Alter. Okay. Vorhaben ist mit dem Gravelbike voll bepackt. Eine Bikepacking-Tour von München nach Paris. Das sind über 1000 Kilometer, mehr als 10.000 Höhenmeter. Pro Tag um die 100 Kilometer. Und unterwegs treffen wir immer mal wieder spannende Menschen, vor allem spannende Frauen. Und ich bin sehr gespannt, ob ich es genießen kann. Wir sind 3 Bergfreundinnen. Die Kadi, die Kathi und ich. Bergfreundinnen, der Podcast für dein Leben mit den Bergen. Pony, die trägt ihr Herz auf der Zunge. Kathi ist sehr offen und sehr wissbegierig. Die Kadi hat Wumms, weil die Kadi ist schon eine, die einfach Dinge durchzieht. Und so haben wir ja auch angefangen und da sehr schnell eine sehr große Community aufgebaut, die uns auch total wichtig ist. Frauen, die sich gerne verbinden, gemeinsam Bergsport machen und sich da auch gegenseitig unterstützen und empowern. Erstes Erfolgserlebnis. Danke, Kadi. I did it! Also wenn es jetzt nur ums Fahrradfahren geht, haben die anderen keine Ahnung. Entschuldigung. Spätestens nach 14 Tagen fallen bei allen die Masken. Fahr vorbei, lasst mich zurück. Hoffentlich stürzt keiner schwer. Hoffentlich passiert nichts. Also da waren jetzt so Bauchkrämpfe. Da wusste ich ja noch nicht, was auf mich zukommt. Und mir ging es dann einfach echt schlecht. Danke. Gerne. Ich glaube, ich war auch noch nie mit 2 Mädels so lange unterwegs. Es wird auf jeden Fall Berührungen geben. Zu dritt im Dreierzelt ist, glaube ich, schon echt Öserlinen. Das ist ja das Spannende. Du gehst wo rein und weißt nicht, was passiert. Und es kann natürlich schon sein, dass wir da einfach zu unterschiedlich sind, weil unterschiedlich sind wir auf alle Fälle. Wenn du diese Geschichte hättest aufschreiben wollen und sie möglichst spannend erzählen, dann hättest du es genau so aufgeschrieben. Dann fällst du halt so kopfüber und denkst dir, okay, fuck. Ganz andere Situation, aber ähnlicher Sturz wie nach meinem Unfall oder bei meinem Unfall.
Letztes Jahr im Mai hatte ich einen schweren Mountainbike-Unfall. Ich bin einen meiner Lieblingstrails gefahren und saublöd gestürzt. Ich habe mir den Kehlkopf gebrochen. Das ist medizinisch nicht so lustig, weil der Kehlkopf die Luftzufuhr zur Lunge reguliert und die dann halt nicht mehr funktioniert und im schlimmsten Fall erstickt man dann und muss halt auf jeden Fall intubiert werden und deswegen lag ich dann nach 10 Tagen im Koma. Also wie ich aus dem Koma aufgewacht bin, hätte ich nicht gesagt, gut, ich setze mich auf ein Fahrrad. Geschweige denn, ich fahre 1500 Kilometer und 14.000 Höhenmeter nach Paris. Über Trails. Keine Ahnung, hätte ich vor 14 Monaten definitiv nicht beantworten können, die Frage. Und wahrscheinlich hätte ich sie sogar eher mit Nein beantwortet. Du kannst einfach vor die Scheißtür gehen und dich fährt ein Auto um und du bist tot. So, diese Event, das ist halt einfach so. Und ich glaube, das ist mir krasser bewusst als vorher. Irgendwas war. Das ist halt ein krasser Schreckmoment, weil du so von jetzt auf gleich stehen bleibst und zack einschlägst. Und tatsächlich war einer der ersten Gedanken an die Ärztin, die mir irgendwann mal gesagt hat, ja, also so wie ihr Kehlkopf jetzt ist, damit können Sie Marathon laufen. Aber drauffallen sollten Sie halt nicht mehr. Hallo. Hi. Was ist los? Wie geht's? Ja, irgendwie hat also ich bin irgendwie in irgendwas reingefahren und mein Reifen hat blockiert. bist du gestürzt? Ja, ja, voll über Kopf. Und mir geht's gut, aber das Problem ist das hier. Ich verstehe es nicht, warum sowas. Schau her. Kacke. Richtig scheiße. Was haben wir jetzt für Optionen? Ja, wir haben jetzt die. gut? Ja, Du mir bist geht's auch ein gut. bisschen verletzt, Ja, ich gell? weiß, ja. Also das kenne ich schon auch aus der Bergrettung, dass wenn Leute irgendwie stürzen oder sich verletzen und sie aber wissen, ich muss da irgendwie jetzt noch funktionieren, dann sind die voller Adrenalin und merken gar nicht, dass ich da halt irgendwie eine ernsthaftere Verletzung vielleicht habe. Ach, das gibt's doch nicht. Was ist denn los mit meinem Leben? Ja. Hallo! Habt ihr diesen krassen Baum gesehen? Da vorne liegt einfach über dem kompletten Radweg ein Baum entwurzelt. Und zwar so einer. Hast du es mitbekommen? Was? Die Kathi hat es zerlegt. Was? Ja, Hallo? Was ist Ja, passiert? keine Ahnung. Irgendwas hat blockiert in meinem Reifen, aber ich weiß. liegt ja auch so viel Scheiße. Es sah am Anfang echt richtig scheiße aus. Also es sah wirklich so aus, als wäre an dem Punkt schon einfach die Reise erstmal vorbei. Oh Scheiße, du bist ja auch voll ins Gesicht gewuchert. Ja, nee, ich bin voll über den Lenker gegangen. Und aber Super. tut dir hier, kannst du mal kurz das Fahrrad halten? Toni? Ja. Nee, mir geht's gut. Du hast auch hier nichts, wenn du über den Kopf gestützt bist oder so, das tut dir nicht Nein, nein. Okay. Gott sei Dank haben wir eine von der Bergwacht dabei. Du sagst, wenn es weh tut, gell? Hier ist auch nichts, oder? Nein. Ich habe ja wirklich mit dem Gesicht gebremst. Das scheint langsam aber sicher meine Spezialität zu werden. Also das tut schon weh. Also nur links, ne? Rechts ist nicht so dolle. Ah, es passt schon, glaube ich. Mit den Zähnen auch? Alle da. Ich verstehe nicht, weil der Reifen hat komplett blockiert. Der ist einfach stehen geblieben. In dem ersten Moment dachte ich, okay, alles kaputt. Das hat schon was mit der Schaltung, oder? Das ist primär dieses Teil, also Bremse, ja. weil der Lenker ist eigentlich gut. Ja. Es ist ja gerade Weltuntergangsstimmung. Uiuiui. Ich bin hier vorgefahren und vorne ist ein Blitz runtergekommen. Ja, wir haben's gedonnert. Ich habe mir nämlich auch überlegt, ob es nicht dann, also wenn es jetzt wirklich eine Reparatur braucht, ob es nicht schlau ist, das Gewitter auch noch abzuwarten. Also das Ja, aber torpediert wa- halt den ganzen Plan. Dann sind wir 2 Tage zu spät. Ja, aber es gewittert ja auch nicht den ganzen Tag, oder? Nee, aber jetzt gewittert es ja eigentlich nicht. Jetzt ist Ja, jetzt- 0 Gewitter gemeldet. Welches Gewitter willst du denn abwarten? Also welche das Meldung? Blitz ich gerade gesehen. Vielleicht kann man es auch einfach zurückdrehen, ehrlicherweise. Vielleicht ist es auch einfach nur locker geworden und man kann es zurückdrehen. Ja. Sollen wir es probieren? Das machen wir jetzt. Meinst du einfach mit Gewalt? Zu deinem Leben. Ah ja, tatsächlich. Was? Warte. Ja, passt. Jetzt schaue ich mal, ob es bremst und dann schauen wir weiter. Mag mal jemand kurz vorne drehen, den Reifen? Ja, und hinten. Sollte schon gehen.
Ja, aber vielleicht die Schaltung noch mal gescheit einstellen irgendwann, aber ist jetzt nicht dringlich. Warum muss ich jetzt so hinfliegen und was war das? Weil, bin ich blöd? So. Nee. Was für eine Scheiße. Ja. Was ist denn das für ein Karma? Hey, du hast deinen Sturz hinter dir. Ich wollte gerade sagen, jeder hat einen. Du hast deinen jetzt schon weg. Ich bin auch echt froh, dass Toni und Kathi das nicht gesehen haben. Ich glaube, es hat schon einigermaßen spektakulär ausgeschaut. Und zwar dann die ersten paar Meter war es nicht angenehm. Aber hey, zwischendrin haben wir gedacht, ich lass einfach. Ich nehme jetzt nur noch 3 Räder. Das ist jetzt nicht gleich noch ein Auto überrollt. Ja. Wir haben noch gar nicht so viel Wir haben noch gar nichts gemacht. Guten Morgen. Guten Morgen. Und aufs Kinn. Mein Gott. Voll krasses Revival, weil ich einfach komplett über den Lenker gegangen bin. Warum? Was ist denn los? Mach langsam. Ich habe langsam gemacht. Nein, du machst nie langsam. Doch, ich habe nichts. Bitte scheiß mich nicht an. Das brauche ich gerade gar nicht. Wenn du das jetzt nicht kannst. Nee, lass bitte. Ja. Kannst du dir kurz mal das Rad anschauen? Ich glaube, es passt alles, aber... Bist du dir sicher, dass du dir nichts getan hast? Ja, wenn das nichts ist, dann habe ich mir nichts getan. Bist du dir sicher? Ja. Gerade Kopf. Kathi hat mich schon komplett angeschaut. Ich habe mir nichts getan. Ich habe hier einen fetten blauen Fleck, aber sonst nichts. Ich habe dann schon erst mal gebraucht. Ich musste dann auch erst mal mich aufs Klo setzen und ein bisschen weinen und so. Ne? Also, warum passiert mir das jetzt? Das ist jetzt nicht dein scheiß Ernstleben. Wie viel Unglück kann man haben und wie viel Glück gleichzeitig? Weil das hätte schon anders ausgehen können. Ganz, ganz anders. Wir wollen das jetzt ja schon auch so ein bisschen nutzen, diese Reise, um wirklich auch Menschen zu treffen. Darauf freue ich mich auch sehr tatsächlich, weil wir immer versuchen, Menschen aus unserer Community zu sehen und es da einfach viel zu wenig Möglichkeiten gibt. Foto! Wer möchte alles mit aufs Sofo? Aufs Sofo! Aufs Foto! Macht ihr ein Selfie mit an? Mach du einfach. Ja. Voll cool! Habt ihr Bock? Ja! Geht so! Bring mal ein Paket zur Post! Wasch die Wäsche! Dankeschön, tschüss! Tschüss! Dans les rues sans direction. Aucune excuse, aucun pardon. Tout Paris prend la direction vers l'inconnu. Tant jusqu'à la fin de nos vies. Wir machen eigentlich Triathlon. Habe ich euch noch nicht verraten. Unser Ziel ist es auf jeden Fall, diese Bikepacking-Tour so zu machen, dass jede und jeder, der Bock hat, sie nachmachen kann. Wir treffen uns jetzt zum Routenplanen und ich bin sehr gespannt. Ich auch. Kadi Jetzt meinen ersten Aufschlag gemacht. hat selber geplant, ohne uns. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob es in diesem Fall gut ist. Normalerweise lege ich hier gerne mein Schicksal in ihre Hände. Ja, und warum dieses Mal nicht? Ich habe ja noch keine Erfahrung. Ja, ich glaube, weil die Kadi so ein bisschen anderes Limit hat als ich. Ah, das finde ich So. gut. Tendenziell, glaube ich, kann die ein bisschen mehr. Also wenn es jetzt nur ums Fahrradfahren geht, haben die anderen keine Ahnung. Bis auf die paar
Fahrradtouren, die ich von meinen, was heißt Fahrradtour, das ist überhaupt keine Fahrradtour, das ist einfach mein Arbeitsweg von zu Hause in die Arbeit. Das sind mit dem Fahrrad vielleicht 8 Minuten, lass es 3 Kilometer sein. Also es ist wirklich überschaubar. Ich fahre einfach nur einen Berg runter und durch den englischen Garten und gut ist. Sie hat ja schon durchscheinen lassen, sie möchte so pro Tag 120 Kilometer. Ja. Und ich glaube, 120 Kilometer würde ich schaffen. Ja. An einem Tag. Ach so, aber nicht an Aber ob ich es am vielen nächsten Tagen. Tag dann schaffe Ja. und am übernächsten, das ist die Frage. Ich, keine Ahnung, bin schon mit dem Rennrad 4-mal auf unterschiedlichen Routen über die Alpen gefahren, fahre Mountainbike seit 20 Jahren und hat natürlich auch schon längere Bikepacking-Dinge, die aber nie so lang waren wie das, was wir jetzt vorhaben. Da geht's wirklich, jeder geht an seine persönlichen Grenzen. Weißt du, Kathi, ich glaube, das Problem ist, dass Ja. die persönlichen Grenzen bei allen woanders liegen. Deswegen bin ich gespannt, ob wir das in der Route schaffen zu vereinen. Jeder Mensch, dem ich so erzählt habe, ja, und jetzt fahren wir zusammen nach Paris, der so ein bisschen im Fahrradfahren drin ist, sagt, ich bin bescheuert. Ihr könnt nicht mit 3 so unterschiedlichen Leveln zusammen eine Route planen, auf der alle Spaß haben, wo es allen gut geht, die alle schaffen. Und ja, wir sind ein bisschen bescheuert. Komm, hopp, geh hoch. Also Toni und ich kennen uns ja schon sehr gut. Hey, das fängt ja schon gut an. Kathi und Toni und ich kennen uns zu dritt noch nicht so gut. Und es wird auf alle Fälle spannend, wie gut wir auf so einer Tour zusammenpassen. Weil, also ganz ehrlich, da merkst du es dann, wenn du dich nicht verstehst oder wenn es Konflikte gibt, da lernst du Leute einfach richtig gut kennen. Wenn man gemeinsam so ein Abenteuer erlebt und körperlich, mental und alles am Boden ist und zwischendrin was passieren wird, dann kennst du dich hinterher. Mach hopp. Also, primäres Ziel war jetzt, das mal so grob durchzuplanen, damit wir ungefähr wissen, wie viele Tage wir unterwegs sind und ungefähr den Streckenverlauf wissen. Steht schon überall schwer. Das liegt aber an der Planungssoftware. Schau, da oben steht auch zweimal Mittelschwer. Also wir fahren ja erstmal Richtung Allgäu und da wird es dann ein bisschen hügeliger werden und aber auch sehr schön so von den Bergblicken und den 3 Trillionen Seen, die in Bayern so rumliegen, an denen wir vorbeifahren. Richtig Tag wird es dann aber, glaube ich, erst im Schwarzwald. Tag 4 wird der bis dahin anstrengendste Tag. Ja, weil... Und es sind zwar weniger Kilometer, nämlich nur 109, aber es sind relativ viel Höhenmeter. Oh, ist aber heftig. 1600. Also ich glaube, dass ich über die Kathi in den letzten 3 Jahren unfassbar gewachsen bin, weil sie mich tatsächlich mitnimmt bei Sachen, die ich mich selber gar nicht getraut hätte oder auf die ich gar nicht selber gekommen wäre, dass ich sie überhaupt machen soll oder will oder so. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie was mit ihr in der Hinsicht gemacht habe, bin ich danach rausgegangen und dachte mir so, ah geil, voll gut, dass ich das gemacht habe. Und da habe ich jetzt voll was mitgenommen und da bin ich voll gewachsen dran. Tag 8. Da steht schon end viele Höhenmeter. Ja, ich sehe es auch. Wird die ultimative Herausforderung. Ja, Es lädt nicht. ja weil die Spannungspfeil, Tour zu es groß lädt ist. Ja, genau. Wir fahren nämlich einen echten Tour de France-Pass. Die Planche de Belleville ist in den Vogesen schon relativ berüchtigt, würde ich mal sagen, weil sie auch sehr steil am Ende ist und auch schottrig am Schluss und technisch anstrengend. Man sieht da unten, wie steil die Steigung ist. Also wenn es rot ist, ist steil. Sehr, sehr schlimm. Also es ist schon, ich habe neulich dann zufällig so eine Tour de France-Doku angeschaut und habe mir gedacht, okay, dass es so steil ist, habe ich mir meinem Höhenprofil nicht so genau angeguckt, wie ich es geplant habe. Ja, also da wurde mir von meinem kompletten Tour de France begeisterten Umfeld gespiegelt, dass es absoluter Wahnsinn ist, dass wir das machen. How do you feel? Gut, ich finde es gut. Très bien. Nee, ich finde es auch. Ich kann es ja nicht einschätzen, habe ich ja vorhin schon zu Kathi gemeint. Ich kann es nicht einschätzen. Die Kathi hat gesagt im Vorfeld, sie glaubt, dass das erste Mal wird, dass Toni Schlosser an ihre körperlichen Grenzen kommt. Und das glaube ich schon auch. Also ich bin schon gewohnt, dass mir die Dinge, die ich mache ja bewusst auch Dinge einfach nicht, weil ich ganz genau weiß, dass ich da an meine Grenzen kommen würde. Aber ich bin es schon gewohnt, dass mir Dinge leicht fallen. Und ich glaube, was mein größtes Problem werden könnte und wahrscheinlich auch wird, ist, das über diese Tage hinweg durchzuziehen. Okay, let's fetz. Halt! Auf zum Fahrradtraining.
Ach so. Ja, was macht ihr jetzt als nächstes? Naja, vorbereitungstechnisch. Also ich kaufe mir jetzt ein Fahrrad. Ist halt schon unser Ziel, da auch Leute zu ermutigen, sich auch aufs Rad zu setzen und ihnen Tipps zu geben, dass sie das auch sicher und mit Spaß machen können. Dass man eben nicht das 10.000 € Rennrad haben muss, sondern dass es um den Spaß bei der Sache geht. Radfahren macht einfach gute Stimmung. Oh nein, nicht schon wieder. Abartig. Alles gut, oder? Bei allen? Ja. Okay. Hochheben! Doch, das geht schon. Ja. Hast du? Wir werden schön dreckig. Ja. Geht's? Ich find's cool, dass gestern das Gewitter war. Sonst hätten wir heute gar nicht so spannende Hindernisse. Warte, ich gehe mal auf die andere Seite und helfe dir. Ich nehm's entgegen. Oh ja. Schon leicht. You have a new bike? Yeah, I got it 2 days ago. Mir hat vorgestern eine geschrieben, Wei Ling heißt sie. Hey, ich habe gestern mein neues Gravelbike bekommen. Ich habe absolut keine Ahnung, ich habe keine richtigen Schuhe, keine richtigen Klamotten, aber ich habe einen Helm. Kann ich mitkommen? And this is today your first ride? That's right, yeah. Oh, wow. This is crazy. So I don't know how to change the gears. I didn't change the gear at all until Stefan told me that I had to keep changing it. Yeah. Yes. So I'm trying, but then I struggle on the uphill. Yes. Yeah, but that uphill is really, really difficult. So that's okay to struggle Yeah. here. She started biking Just a not few just months a few weeks ago. ago. Yes. Yeah. I'm coming also from running and hiking and climbing, and then we had this project to go to Paris, Yeah. and then I also bought like this bike in end of March. Wir gehen jetzt mein Fahrrad abholen und da gucke ich, ob der jetzt alles fertig zusammengebaut hat und ich heute mit dem Fahrrad schon nach Hause fahren kann. Hallo. Hi. Schau mal her. Tada. Da ist das gute Stück. Ist das niedlich? Ja. Kleines Fahrrad für eine kleine Frau. Cool, sieht voll Genau, schön aus. aber für große Projekte. Ja, für große Projekte, das stimmt. Also ich habe weder ein Vorderrad noch ein Hinterrad ausgebaut. Dann ziehe ich das nach unten. Genau. Jetzt mache ich bin jetzt dein Kollege Ja. und ich halte das Rad für dich. Und Ah, jetzt krass. fliegt das eigentlich schon von selber raus. Siehst du das? Ja, cool. Ja, und jetzt kann ich hier jetzt? mit dem Rad. Kannst du mit dem Rad machen, was du willst. Pedale, glaube ich, hatten wir auch mitbestellt, gell? Ja. Es gibt ein sehr schönes Pedal. Sag mal, hast du schon Radschuhe? Nein, auch nicht. Nein, Gar nicht. auch noch nicht, ja, okay. So, jetzt geht's los. Hast du Klickschuhe schon mal gehabt? Nee, haben wir Nee. ja gesagt schon. Ja, dann müssen wir das auch mal gleich mal üben nochmal. Ich bin ja noch nie länger als 30 Kilometer gefahren. Jetzt freue ich mich noch. Vielleicht sage ich bei Kilometer 31, was für ein Scheiß. Sie geht da ja mit einem super Optimismus ran, den ich sehr bewundernswert finde. Sie ist unfassbar zielstrebig, sie ist unfassbar ehrgeizig und sie ist unfassbar wissbegierig. Also sie ist wie ein Schwamm, egal um was es geht. Ich mache gerne neue Erfahrungen und ich probiere gerne neue Sachen aus. Und ich lerne auch gerne neue Sachen. Weißt du, wie es vom Prinzip funktioniert, so ein Klicksystem? Nee. Na, hast du noch gar nicht so gesehen, gell? Nee. Diese Nase hier Ja. vorne, die muss hier rein in das Vordere, die muss hier unten drunter. okay, und wenn du das diese fehlt. Position gefunden hast, hier Ja, unten drin zu sein, ja. dann drückst du hinten runter wie eine Skibindung. Ah, okay. Dann macht das Klick und dann bist du drinnen. Okay. Und das ist die Challenge, diesen Punkt zu erwischen, Ja. dass du hier in dem Bereich bist. Okay. Ein bisschen weiter vor, weiter vor, weiter vor, weiter vor. Nee, ich helfe dir mal kurz, Achtung. Genau, jetzt drück mal fest. Fingerspitzengefühl. Nein. Warte mal kurz, ich helfe dir. Ich halte es mal kurz fest. Drücken. Weiter hinten, ein bisschen vor. Oder bin ich schon? Ist drin? Nee. Okay, Leute, ich bin anscheinend wirklich zu blöd. Nee. Mein Gott, dass wir das jetzt auch hier üben müssen, vor allem. Ah, Jetzt jetzt. bist du drinnen. Hui, Und jetzt, hui, hui. und jetzt drückst du die Ferse einfach zur Seite raus.
Ah ja. Dann bist du wieder raus. Oh nee, Okay. jetzt muss ich wieder rein. Schweiß. Nur, dass du nicht jetzt irgendwo gegenfährst. Bisschen weiter vor, weiter vor. Bin drin! Ich bin drin! So machen es doch die Pros. Tour de France Anstieg? Ja, da werde ich nicht schieben. Nö, ich werde überhaupt nicht schieben. Was für ein Pain. Ich werde das Fahrrad schieben, wenn ich es irgendwo hinschiebe, um es abzustellen, um ein Eis zu holen. Aber sonst werde ich das Fahrrad nicht schieben. Es ist noch weit. Sage ich jetzt noch. Ich weiß es. Nee, aber es schiebt sich auch gut. Ende April habe ich angefangen, längere Touren einzubauen. Ich denke, ich habe eine gewisse Grundausdauer, auf die ich abrufen kann. Ja, also die Bedenken sind, dass ich ab Tag 3 weiß ich nicht, was passiert, weil ich noch nie 3 Tage in Folge Fahrrad gefahren bin. Tracks auf Velour, mit dem Besten auf Tour. Bisschen neben der Spur. Keep pedaling, yes. Keep, yes. Smoking Girl Blunt zum Flur. Ich glaube, sie hat so ein bisschen das durchgemacht, was Kathi ja auch durchgemacht hat. Move this one. Triff uns im Track. The big one, I think. Kathi konnte ihr Tipps geben und das war, glaube ich, voll schön und sie hat sich auch voll gefreut. Alles auf den Kopf, Handstand, After, Hour, mit dem Sandmann. Die Sonne taucht die Stadt in Orange, ja. Alles, was ich brauche, hab ich grad da. Meine Leute an der Seite, ich bin dankbar. Das fand ich voll schön, dass wir dadurch so ein ganz klassisches Bikepacking-Erlebnis haben. Man trifft Leute, man übernachtet bei Leuten und man fährt aber auch mit den Leuten so ein Stück und dann trennen sich die Wege wieder. Viens, on refait ensemble et ensemble on se semble. Tu m'avais toujours promis, quoi qu'il se passe, qu'on se défend. Et quand on refait ensemble, fais pas genre, je t'étends. Par la fenêtre, je vois la pluie qui s'écoule quand tu... Die ersten 60 Kilometer waren für mich, glaube ich, so der Reality-Check für die nächsten 18 Tage. Sodass ich mir dachte, yo, so könnte es halt weitergehen. Ne? Also lief ja jetzt alles nicht so, wie man sich den ersten Tag gewünscht hätte. Obwohl ich wusste, dass es nur noch 40 Kilometer sind, kam mir dann im Nachhinein die 40 Kilometer echt lang vor. Und ich habe das dann schon gemerkt. Da waren dann auch lange Passagen, wo ich mir dachte, so, da geht ja gar nichts. Die Kilometer gehen sie ja gar nicht runter. Wir dann aber auch in der Ferne gesehen haben, dass halt ein Unwetter bevorstehen könnte, weil die Wolken oder der Himmel war relativ dunkel. Ensemble, fais pas genre, je t'étends. Par la fenêtre, je vois la pluie qui s'écoule quand tu rentres. Tu vis cette vie ici, je les vois tomber deux par deux, malgré tous les beaux efforts. Oh, welch unverhoffter schöner Anblick. Ja. Ah, den Lech. Ah ja, den. Fahren wir weiter. Gesehen, wir können weiter. Oh, es sieht aber sehr nice aus. Schön, gell? Der Lech. Schaut, hier, wir befinden uns in der Litzauer Schleife. Wo hast du jetzt das gelesen? Sie hat sich einen Spick auf. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Alter. Oh, Kathi. Litzauer Schleife, Schongau. Seid ihr ready? Mhm. Nein, aber ich habe keine Wahl. Es sind noch 10 Kilometer. Ja, die können sich ganz schön ziehen. Vorne haben sich die 3 Kilometer auch wie 50 angefühlt. Übernachtungsmäßig dürfen wir dann total erschöpft am Campingplatz ankommen und dann zum ersten Mal das Zelt aufbauen. Könnte auch mal lustig werden. Gerade wenn wir vom Rad absteigen, dann passiert, glaube ich, diese sehr, sehr enge Nähe, weil dann müssen wir zusammen das Zelt aufbauen, auch wenn es regnet. Boah, genau, wenn es regnet und wir das Zelt aufbauen. Noch geiler wäre es, wenn wir echt lang brauchen, dass es dunkel ist. Es regnet und wir dann das Zelt aufbauen müssen. In so einem 3-Personen-Zelt mit Menschen, von denen man nicht abstammt oder mit denen man nicht ab und an mal knutscht, ist schon auch neu für mich. Ich schnarch auch. Deswegen habe ich auch Angst, dass ich ab Tag 3 aus dem Zelt verbannt werde. Hallo, hallo, hallo. Hallo. Hallo, Sarah. Hallo.
Hallo. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, dass ich es dann irgendwann doch gefunden habe. Ja. Hier schaut nämlich alles gleich aus. Wir waren schon in jeder Reihe. Nein. Wohnst du hier ganz allein? Ja, mit meinen Nachbarn. Ich meine, da drin Ja, da halt. drin wohnt Die Sarah, unsere Gastgeberin heute, die hat einen Wohnwagen, der einen super geilen kleinen Vorbau hat, der wie so eine Wohnzimmerküche eigentlich ist. Was mich so ein bisschen nervt, ist, dass wir dann morgen das nasse Zelt halt... Ja, stimmt. Vor allem, wir können uns doch, da ist doch genug Platz. Kein Bock auf einen nassen Schlafsack. Das ist mein Horror. Das musst du dann aber die Sarah ganz lieb fragen. Dürfen wir in deiner Küche schlafen, Sarah? Hallo. Also, nachdem wir Ortsbegehung gemacht haben, haben wir uns überlegt, ob wir nicht einfach unsere Isomatten da reinlegen dürfen. Ja, wäre auch mein Gedanke gewesen. Also, da sehe ich doch schon die Freude in den Augen. Ey, das ist ja echt voll... Das ist ja eine... Da passen jetzt drei Da passen ja 3 Isomatten und 3 Bergfreundinnen easy rein. Ich freue mich schon so richtig drauf, mich in diesen warmen, kuscheligen Wohnwagenvorbau zu legen und tief und fest einzuschlafen. Ich glaube, dass wenn ich mich jetzt dann da auf meine Isomatte lege, sehr, sehr schnell die Lichter ausgehen. We float, one body, one wave, no hurry. Also ich würde jetzt nicht ungern aufs Fahrrad sitzen. Ja, Ich weiß bin nicht, ich bei wie es dir. euch geht. Ich habe halt gestern herausgefunden in langstündigen investigativen Recherchen, dass es gegen Mittag besser wird. Und wir haben heute 85 Kilometer, sag mal, und 1000 Höhenmeter ungefähr. Und wir fahren ja heute viel mehr Asphalt als gestern. Ja. Ich glaube, dass wir da deutlich schneller sind und uns erlauben könnten, es vielleicht noch ein bisschen abzuwarten. Ja. Also ich würde schon sagen, dass sie in dieser kompletten Sache, die schon so einen Organisatorinnen-Hut auf hat. Auch damit die Verantwortung. Aber ich habe schon auch das Gefühl, dass sie diejenige ist, die einfach am meisten Durchblick hat. Und weiß, was jetzt einfach der schlauste Weg ist, weil sie einfach die meiste Erfahrung hat. Catch me if you can, catch me if you can. Catch me Ich habe wirklich jeden Tag ein erstes Mal sozusagen. Das ist heute der 2. Tag und das ist mein erstes Mal, dass ich 2 Tage in Folge mehr als 50 Kilometer fahre und mehr als 400 Höhenmeter. So weit war ich noch nie. Wenn mir immer mal wieder bewusst wird, dass diese Frau vor dieser kompletten Tour eigentlich quasi nicht Fahrrad gefahren ist, nicht mal im Stadtverkehr so wirklich, schüttle ich manchmal so den Kopf und denke mir so, okay, das wird spannend. Kathi hat mir mal erzählt, dass es ihr nicht so leicht fällt, nach Hilfe zu fragen. Und da mache ich mir tendenziell eher mal den Kopf, ob sie nicht vielleicht zu spät sagt, dass irgendwas nicht mehr geht oder nicht mehr passt. Das kenne ich sonst so aus meinem Sportleben oder aus meinem sonstigen sozialen Leben. Kenne ich das nicht, dass ich ja dann schon auch immer so die Letzte war. Das ist halt für mich auch schwer, dass ich dann daher fahre und mir so denkst, so, okay. Mein großes Ziel ist ja, ich will nach Paris fahren. Und weil ich halt noch nie eine Mehrtagestour gemacht habe, will ich halt nicht derjenige sein, der dann an Tag 3 sagt, sorry Leute, ich bin raus. Wir machen heute unsere Probetour, wo die Kathi mit uns auch ein bisschen Fahrtechniktraining machen möchte. Und gucken möchte, ob wir überhaupt durchhalten nach Paris. Weil da sind wir noch nie zusammen Fahrrad gefahren. Da war so meine größte Sorge, boah krass, hoffentlich stinke ich nicht voll ab und hoffentlich bin ich nicht immer die Letzte. Und dann müssen die anderen auf mich warten und furchtbar. Und dann falle ich irgendjemandem zur Last und das wäre total unangenehm für mich. Wenn man selber irgendwie was schon lange macht, da vergisst man, finde ich, oft, was man selber für einen Weg dahin hatte, mal da zu sein, wo man jetzt ist. Und deswegen kann ich es echt nicht einschätzen, ob das jetzt heute für die cool wird, ob es eine Spur zu anstrengend wird, ob es vielleicht auch eine Spur technisch zu herausfordernd ist. Bin gespannt. Hat jemand ein Sonnenlabello?
Hey, der ist ja sogar... Wow. Ist der mit UV? Ja, und mit Farbe. Style is everything. Ja, ich wollte gerade sagen, Mann. Wenn, dann schön scheitern. Schön und mit rosanen Lippen. Tschüssi. Ciao. Unsere Scherben reflektieren im Licht. Ich feier Niederlagen königlich mit dir. Also, heute wird es tatsächlich erst sehr schön und sehr entspannt und sehr flowig. Und dann wird es richtig steil. Und du bist dann schon überhalb der Baumgrenze und du siehst die Hütte schon immer. Ich muss mich dann immer austricksen und nicht da hinschauen, weil die Entfernung zu langsam klein wird. Und ich kämpfe mich da hoch und bin gespannt, wie die anderen beiden das meistern. Ich bin schon ein bisschen angespannt, weil ich nicht weiß, wie es mit der Kondition geht, wie es mit der Technik geht. Auch die steilen Stücke hochfahren, ob das klappt. Dann mit den Clickies bin ich jetzt auch irgendwie seit 2 Monaten dabei. Das könnte noch mal lustig werden. Das ist ganz okay von der Steigung, oder? Ja, so kann es weitergehen. Jetzt geht's noch. Ja, geht's auch noch ein bisschen. Aber dann wird's schon echt richtig steil noch mal. Bin gespannt, was ihr dann sagt. Ich bin auch gespannt, ob ich dann überhaupt noch was sag. Au! Oh nein. Geht's. Ich habe aber keinen Bock mehr. Nach einer halben Stunde Kilometer 3. Alles okay? Ja. Weil ich keine Erfahrung habe, dachte ich mir so, hey, steiles Stück, stehe ich doch mal auf. Und bin aufgestanden und in die Pedale getreten. Und schwupps hat es mir dann den Hinterreifen weggezogen. Naja, wenn du bei sowas aufstehst, ist klar, dass dir hinten das Rad durchgeht. Weil du hast keinen Druck mehr auf dem Hinterrad. Also kein Gewicht mehr. Und du trittst ja voll rein. Deswegen würde ich sitzen bleiben. Du hast ja noch 2 Gänge übrig. Vielleicht mit dem Oberkörper ein bisschen nach vorne, weil dann geht dir vorne die Front nicht hoch. Und dann kommst du da auch hoch. Okay, ich probier's nochmal. Bei dem ersten Sturz im steilen Gelände, da war sie neben mir und ist dann auch gleich stehen geblieben. Ich dachte so, ja, die fährt jetzt vielleicht weiter, weil sie halt selber ihren Schwung halten will. Aber ist dann auch gleich stehen geblieben. Hat geguckt, dass es mir gut geht, hat mir dann nochmal Tipps gegeben, wie ich das besser umsetzen kann. Also das fand ich richtig cool. Ihre einklicken oder nicht? Immer einklicken. Du kannst halt nicht abfedern so schnell. Du wirst nicht nochmal stürzen. Ich habe es dann schon auch gemerkt, dass dann das Kopfkino auch angeht. Also bei jedem steileren Hang habe ich dann schon immer so, oh, okay, also da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Okay, also Hintern auf dem Sattel. Genau. Oberkörper nach vorn. Genau, Gewicht ein bisschen nach vorne und einfach treten. Gib ihm! Yeah, 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 yeah! Woo! I did it! Erstes Erfolgserlebnis des Tages. Ja. Das ist halt Wahnsinn, wenn jemand über sich selber hinauswächst und merkt, was er kann und einen Schritt weiter geht. Und mir macht es halt total Freude dabei, Leuten zuzuschauen. Es macht mir einfach Freude, Menschen weiterbringen zu können. Danke, Kadi. Gerne. Das ist auch was ich an Kadi richtig, richtig arg schätze, dass sie ich möchte andere Frauen motivieren und mitnehmen und empowern. Diesen Gedanken lebt sie voll und ganz. Also habe ich schon ordentlich geschnauft und ich habe es halt auch in den Oberschenkeln gemerkt. Und dann bin ich irgendwie ins Studeln gekommen. Und da habe ich mir echt gedacht, so, hey, fuck, Entschuldigung, Mann, Kathi, was ist los? Wieso kriegst du das nicht hin? Ich bin in den Schotter gekommen. Gut, dann komme ich jetzt hier wieder hoch. Was für ein Pain. Ist es noch weit? Es ist natürlich deprimierend, wenn man sieht, so, wow, krass, die machen das viel besser. Wieso kannst du das noch nicht so gut? Und wieso klappt das jetzt bei dir noch nicht so? Und das setze ich mich halt einfach selber unter Druck. Scheiße, Alter. Das hört ja gar nicht auf. Ich dachte, der Anstieg ist kurzer. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das so lange zieht. Ich glaube, ich bin nicht so schlecht darin, andere Leute zu ermutigen, über ihre Grenzen hinauszuwachsen. Was bedeutet, dass ich teilweise Leuten, glaube ich, ein bisschen zu viel zumute. Aber
Ich glaube, dass man über seine Grenzen rausgehen muss, wenn man besser werden will. Sonst geht's halt nicht. Ich glaube, sie schaffen es nicht nach Paris, wenn sie nur immer in ihrer Komfortzone bleiben. Ich kann gerade noch nicht so viel reden. Und es gibt selten, dass ich nicht so viel reden kann. Endspurt! Ich mach meinen Platz. Für die Zieleinfahrt. Geschafft, Kathi. Kathi. Ohne weiteren Sturz geschafft. Yay! Okay. Schaut mal da. Stimmt, das habe ich noch gar nicht angeguckt. Wir haben es geschafft. Tippitoppi, Paris kann kommen. Wir können zusammenpacken und los. Es ist eh nicht planbar. Wer weiß, wie das Wetter wird. Wer weiß, welche technische... Wer weiß, wer krank wird. Also, es wird eh alles anders. Tout Paris, tout Paris, tout Paris. Prends la direction vers l'inconnu. Und dann jusqu'à la fin. Aber was ich noch hervorheben möchte, sind die grünen Wiesen, die nirgendwo so grün sind wie im Allgäu. Schaut sie euch an. Ich freue mich sehr. Unser Ziel ist Kempten. Da wohnen auch meine Eltern. Deswegen werden wir auch im Hause Schlosser übernachten. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, wie es wird. Und ich freue mich natürlich auch irgendwie, dass wir im Allgäu vorbeikommen. Weil ich selber jetzt tatsächlich schon ein paar Wochen nicht mehr da war. Und das fühlt sich für mich ja immer schon so wie Heimkommen an. Da kommt sogar das Allgäuer Spurt schon bei mir raus. Ich kann mich nicht wehren. Das Allgäuer was? Ja, aber weil wir es auch sehr lustig haben. Weil wir es lustig haben. Du bist so lustig. Ich kann mich nicht wehren. Versuchst du das Allgäuer abzulegen? Ja, ich habe mir das mal abtrainiert. Weil ich ganz früher Tagesschausprecherin werden wollte. Ah, okay, dann. Und da darf man nicht. Schau mal, wer da kommt. Haben Sie euch auf die Treppe gesetzt? Hallo! Das ist ja ein Empfangskomitee. Hallo, hallo. Oh, du fühlst dich ja nur ganz frisch an. Ja, wir haben extra noch mal Deo genommen. Jetzt. Hallo. Von München nach Paris. Das ist cool. Irgendwo ein bisschen neidisch bin ich, weil sowas würde ich auch gern machen. Aber das ist zu spät. Die Kässpatzen. Ich trage nur die Verantwortung. Das ist auch wichtig. Kommt der Offenbarungseid der Köchin, zieht der Käse. Aha. Also muss das so... Ja, der muss ziehen. Das muss oh Gott, ja, das sieht schon gut aus. Ja, er zieht, ich sehe es doch schon. Wow! Alle Menschen mit Laktoseintoleranz schlafen heute Nacht schlecht. Passt's. Ja. Ja. Und jede Familie behauptet auch, dass sie die Besten machen. Danke. Wir nicht. Ich würde sagen, wir sind ein solides Mittelfeld. Jetzt, wir sind stolz auf euch. Ihr seid coole Mädels. Echt wahr? Wahnsinn. Zum Wohl, Toni. Im Vergleich zu gestern war es jetzt heute echt überhaupt nicht mehr so. Und bei mir ist heute der Knoten so ein bisschen geplatzt. Liegt vielleicht auch daran, dass ich jetzt nach Hause gefahren bin und es sich so angefühlt hat wie, naja, die ganze Sache ist vorbei, ab geht's nach Hause. Aber heute war schon viel, viel besser. Da waren jetzt so Bauchkrämpfe, da wusste ich ja noch nicht, was auf mich zukommt. Mir ging es dann einfach echt schlecht. Ich glaube, ich werde morgen nicht fahren können. Toni, wenn wir dann aber fahren, dann musst du auch sagen, wenn es nicht mehr geht. Ich weiß schon, ja. Dann wäre das ja alles so quasi umsonst gewesen, was ich da rein investiert habe. Darüber habe ich gestern noch mal nachgedacht. Mir ist schon furchtbar wichtig, dass ich in Paris ankomme.